Hallo liebe Monis und herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist auch schon der letzte reguläre Teil meiner Reihe Astronomie, Mythologie und Astrologie in Sailor Moon. Aber keine Sorge, ein Video kommt dazu noch, nämlich das mit den Bösewichten. Aber bevor es soweit ist, widmen wir uns der letzten Sailor-Kriegerin in unserem Sonnensystem. Von Chivimon und Co. mal abgesehen, Sailor Saturn. Ich wünsche euch viel Spaß. Bei Hotaru Tomoes Name gab es mehrere Bedeutungen. Es bedeutet Glühwürmchen, das aus der Erde sprießt, oder auch Glühwürmchen des Todes oder der Zerstörung. Letzteres ist wahrscheinlich verständlich, immerhin ist Saturn die Kriegerin des Todes und der Zerstörung. Aber warum denn Glühwürmchen und warum Erde? Glühwürmchen werden in manchen Regionen als Todesboten oder verstorbene Seelen angesehen. Und in der heidnischen Mythologie wird Erde mit Stille und Tod in Verbindung gebracht. Ja, das macht dann Sinn, oder? Hotarus Nachname ist wieder eine Anspielung auf ihren Planeten. Das Tor von Tomoe kann man auch Do aussprechen. Und dieses Schriftzeichen kommt auch in Dosei vor, dem japanischen Wort für Saturn. Welch Ironie. Das bedeutet natürlich wörtlich Stern der Erde. Dass Sailor Saturn die Todeskriegerin ist, äußert sich in ihrem dunklen Outfit und natürlich in ihrer Sense. Sie hat auch Attacken, die was damit zu tun haben. In Silent Wall kommt Stille vor und Death Reborn Revolution erklärt sich wohl von selbst. Und das Offensichtliche, wenn sie ihre Sense senkt, kann sie den Weltuntergang einleiten. Ihr zugehöriger Gott ist Saturn oder Saturnus. Im Griechischen heißt er Kronos, aber Vorsicht, hier ist der Titan gemeint, den man mit K schreibt und nicht der Gott der Zeit. Er ist der Gott des Ackerbaus und der Aussaat. Hier haben wir auch wieder die Erde. In einem anderen Video von Sunlight Guy habe ich auch dazu eine gute Metapher gehört, die das Erdending nochmal erklärt. Und zwar, wenn man einen Acker hat, entscheidet man ja irgendwie auch über Leben und Tod der Pflanzen. Und bevor man etwas Neues anbauen kann, muss erst wieder etwas Altes zerstört werden, wie bei Saturn. Denn sie ist ja auch die Kriegerin der Wiedergeburt und schafft einen Neuanfang, nachdem sie alles zerstört hat. Der Vater von Saturnos ist Uranos und seine Frau heißt Rhea. Seine Kinder sind unter anderem Jupiter, Pluto und Neptun. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Story mit Uranus. Weil dieser seine Kinder, die Titanen, in die Unterwelt eingesperrt hat, hat Saturn ihn entmachtet. Daraufhin hat Uranus ihm prophezeit, dass eines seiner Kinder Saturn ebenfalls entmachten würde. Und was tut man da als logisch denkender Gott? Genau, einfach alle seine Kinder fressen! Ja, logisch, nicht wahr? Genau das hat Saturn nämlich gemacht, aus Angst, seine Kinder könnten sich gegen ihn stellen. Alter, was denken sich die Griechen da für Zeug aus? Ja, wobei, Rotkäppchen oder die 7 Geißlein sind jetzt auch nicht besser. Naja, jedenfalls überlebte das letzte Kind Jupiter aber durch eine List und hat die anderen dann gerettet. Dadurch hat sich diese Prophezeiung quasi bewahrheitet. Übrigens, der Gott wurde auch oft mit Sense dargestellt. Welch Zufall! Das passt natürlich auch zum Ackerbau, aber eben auch zum Tod. Zum Planeten gibt's leider nicht so viel zu sagen. Der Saturn ist der zweitgrößte Planet im Sonnensystem und bekannt durch seine Ringe. Allerdings haben andere Planeten, wie Uranus zum Beispiel, auch welche. Er ist also nicht der einzige. Er hat unglaubliche 62 Monde. Einer von denen heißt Titan. Vielleicht weil Saturn oder zumindest Kronos ein Titan war? Keine Ahnung, jedenfalls ist Hotarus Schloss natürlich nach dem benannt. Das Titan Castle. Oder Titan Castle. Sein Symbol soll Saturns Sense darstellen, wo auch immer deine Sense sein soll. Ich sehe sie nicht. Hotarus Sternzeichen ist Steinbock, welches natürlich zum Saturn gehört. Das Element dazu ist Erde, was auch wieder passt. Steinböcke gelten als verantwortungsbewusst, geduldig, fleißig, pessimistisch, stur und introvertiert, haben Durchhaltewillen und sind zurückhaltend. Ja, das passt schon ganz gut. Hotaru ist schon pessimistisch, verantwortungsbewusst und sehr introvertiert. Kommen wir noch kurz zur Blutgruppe. Menschen mit AB gelten als sensibel, kreativ, kontrolliert, kontaktfreudig und unternehmungslustig. Man kann sich auf sie verlassen und sie bieten stets bereitwillig ihre Hilfe an. Auf der anderen Seite wird ihnen aber auch eine gewisse Zögerlichkeit und Wankelmütigkeit nachgesagt. Naja, das passt jetzt nicht so. Also sensibel und verlässlich ist sie ja schon und hilfsbereit schon. Aber so unternehmungslustig und kontaktfreudig ist sie jetzt auch wieder nicht, denn sie ist ja sehr schüchtern. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt's in die Kommentare. So, das war's dann mit dem Video. Nächstes Mal schauen wir uns die Bösewichte von Sailor Moon genauer an. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.